Frau Stockinger, danke für dieses Interview. Sie sind in Graz bekannt als Maronessa. Was ist das Besondere an Ihrem Standel oder Kastanienstandel, wie wir sagen? Das Besondere bei mir ist eigentlich der Zustrom von den Kunden zu 80% Stammkunden, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Das ist schön. Es ist eigentlich wirklich wegen der Qualität. Ja. Das heißt, Qualität spielt für Sie eine große Rolle. Ganz eine große Rolle, die wichtigste Rolle eigentlich. Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Kastanien? Beginnt das schon beim Einkauf? Schauen Sie, wo die herkommen? Das beginnt beim Einkauf, aus ausgewählten zu den jeweiligen Zeitpunkten die beste Sorte zu bekommen und die Ehrlichkeit und das Vertrauen, die Zuverlässigkeit von dem Lieferanten. Ja. Der Qualitätsanspruch von mir und von meinen Kunden ist eben ganz, ganz groß. Ja. Was ist die beste Sorte? Für mich ist die beste Sorte Maroni Fiorentina. Die kommt aus dem Raum Florenz. Okay. Wir haben wahrscheinlich Gäste aus Florenz beim Kongress dabei. Die wird es besonders freuen, wenn Sie das hören. Ja. Können Sie in etwa eine Größenordnung nennen, wie viele Kastanien Sie pro Saison an Ihrem Stand verkaufen? Naja, das ist auch unterschiedlich, saisonell unterschiedlich. Es hängt ja immer von der Witterung ab, was man verkauft. Aber es sind wirklich ein paar tausend Kilo, die über die Budel hinwegrollen und dann im Stanitzel landen. Ja. Das heißt, Sie leben hauptsächlich von diesem Geschäft? Schon, ja. Aber ich muss auch eines dazu sagen, mein Papa war der Grazer Maroni-König, der hat das Ganze aufgebaut, hat es mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt, weil ich mit so großer Leidenschaft dabei bin, vor allem für das Produkt. Weil wenn ich sie sehe, in der Pfanne drinnen brutzeln, hellgelb herauslachen, es erfreut mich. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Und das, glaube ich, verstehe ich weiterzugeben an die Kunden. Die kommen ja auch als Persönlichkeit, sehr viele zu mir. Das kann ich nachvollziehen. Danke. Ich habe selber schon öfter bei Ihnen eingekauft. Wenn Sie sagen, Ihre Kunden kommen gerne zu Ihnen, wie anspruchsvoll sind die Kunden? Schauen Sie genau auf die Qualität? Zählen Sie, ob da schlechte dabei sind? Wenn es schlechte gibt überhaupt. Wenn es überhaupt schlechte geben würde, weil vorweg werden die ja von meinem Mitarbeiter in der Pfanne schon selektiert. Sie werden ja ohne dies vorher schon vom Lieferanten sortiert, selektiert. Aber in der Pfanne sieht man dann auch immer wieder Maroni mit einem Locherl oder du siehst ein bisschen, vielleicht ist sie ein Naturprodukt faul sein, das kommt alles in einen Extratopf. Die kommt nie in meine Budel hinein, in meinen Bereich. Es muss genau geschaut werden und die Kunden wollen zu 100% keine faule, keine wurmige in ihrem Stanitzel haben. Ja, obwohl bei der Kastanie ja 20% dabei sein könnten. Könnten, ja, was sie eigentlich akzeptieren müssten, ja, stimmt. Ja, aber das 10% sind schon zu viel und ich habe halt gern 100% Topware. Ja. Okay, das heißt, das ist natürlich dann ein Kundenservice. Ja, und das, was auch zu meinem Kundenservice gehört, ist, dass es wird bei uns in Graz immer mit einem Viertel-Liter Maß eingeschenkt und ich mache das nie bemessen. Es kommen manchmal 1, 2, 3 Stück sowieso immer oben drauf. Also man nennt es Kupfert voll. Das schätzen sie ja. Mir macht es ja auch Spaß, wenn ich Freude machen kann und Anerkennung finde dann dadurch auch. Ja. Welche Wünsche haben Sie als Endverbraucher praktisch oder vor dem Konsumenten an den Kastanienkongress? An die Produzenten, an die Verarbeiter? Das ist genauso, wie ich es über all die Jahre gemacht habe, wirklich das Hauptaugenmerk an die Qualität und an die Zuverlässigkeit legen. Ich muss mich verlassen können an den Produzenten. Er muss mir ehrlich sagen, wie viel Ausfall, ich frage immer, wie viel Ausfall kann sein. Die Qualität ist das oberste Kriterium, die Qualität. Okay, vielen Dank und ich wünsche eine erfolgreiche Saison
und gute Kastanien für das heutige Jahr. Danke. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke, dass ich da sein durfte.